Guten Morgen! 6:30 haben wir jetzt. Und das ist doch mal eine fantastische Aussicht morgens. Wir sind tatsächlich bei der meist beliebtesten Wanderung im Domitor-Park, zum höchsten Berg. Da kommen schon die ersten Leute. Da unten auf dem Parkplatz habe ich nämlich geschlafen. Es war recht frisch, auf 2000 Metern heute. Ein super nettes deutsches Pärchen noch neben mir gehabt. Und ich durfte tatsächlich meinen Akku über Nacht laden. Fantastisch. Das heißt, ich habe wieder einen vollen Akku. Das ist echt ein Traum. Gerade eben kam eine Schäferin zu mir und meinte, ob ich bei ihr im Haus übernachten möchte. Ich habe gesagt, ja, ich will jetzt heute noch weiter, aber sonst wäre es echt total süß gewesen, dass sie hier unten wohnt. Die kam dann auch mal so zu mir und meinte, so geflüstert, meinte so, sind das deine Freunde? Sind das gute Touristen? Das finde ich so spannend, dass man selbst gar nicht so als Tourist gehandhabt wird, sondern irgendwie als einer von ihnen irgendwie. Das ist das, glaube ich, was einen in die Kultur wirklich eintauchen lässt. Dass man nicht so als was Systemfremdes gesehen wird, was man vielleicht nicht so richtig mag. Wie die Touristen mit den Bussen und VW-Bussen und den Autos, und man ist irgendwie anders. Ich habe den See gerade schon gesehen, da hinten. Oh krass. Die Frage, wo wir eine bessere Aussicht haben. Vielleicht kommt ja gleich noch eine. Der geht auch echt lang. Der geht einmal um diesen kompletten Berg hier rum. Und dann wird er zum Fluss. So, wir sind unten angekommen. Ich bin froh, dass mir kein Auto entgegenkam, weil es war ganz schön dunkel. So ohne Licht. Wir sind tatsächlich auf 670 Meter und ich bin auf 1900 gestartet heute Morgen. Nach 34 Kilometern, das ist krass. Ja, das ist der letzte Teil von Montenegro. Heute geht's nach Bosnien. Was ist hier los? Das ist ja unglaublich. So, das kleine Dörfchen ist Plugine. Das ist ganz krass, weil halt diesen Stausee gebaut haben. Haben die den kompletten Ort umgesiedelt, also hierhin, weil er komplett überflutet wurde. Ich war jetzt 2 Minuten in einem Supermarkt und dann hat sich mein Handy schon überhitzt. Das ist so krass. Es soll 41 Grad in Bosnien werden. Ich bin gespannt jetzt am Wochenende. So, wir haben jetzt einen wirklich fiesen Berg vor uns. Der wird von grün zu gelb, orange zu rot. Also scheinbar immer steiler. Da musste Zürich schon mal aussteigen.
Ich hoffe, ich komme den hoch. Ohne Schieben. Das ist echt schön. Man hat mal wieder eine Straße komplett nur für sich. Direkt hier an diesem schönen See entlang. Es kommt einfach kein Auto. Das ist echt perfekt hier in Montenegro. Es gibt auch so ein, zwei Straßen, die man natürlich zu den Touristenattraktionen wie den Dumitor Nationalpark benutzen musste, wo halt echt einige Autos unterwegs sind, was aber quasi alles Touristen sind. Hat man echt die Straßen für sich, wenn man die kleineren benutzt. Und es sind super, super geteert und in super schöner Natur gelegen. Also das ist echt ein Traum für Radfahrer. Das einzige Problem sind die Hunde. Aber gut, bisher, also uns hat ja dieser eine Hund, der gestern Suri attackiert hat, aber der hat es ja nicht auf Radfahrer abgesehen gehabt. So, Suri hat den Wunsch geäußert zu laufen und da hier die Straße perfekt dafür geeignet ist, dass es gerade ein bisschen hoch geht, keine Autos, soll ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Wer weiß, wie es in Bosnien wird. Auf jeden Fall heißer. Ich glaube, Suri ist platt. Willst du wieder rein? Das war kurz für Suri. Die Ausruhpause. Es geht hier so noch berghoch bis nach Bosnien. Ich bin gerade zwei Belgiern begegnet, die meinten, dass sie den Tunnel bauen. Vielleicht die Grenze sogar dicht ist. Ich hoffe mal nicht, weil ich will nicht einen riesen Umweg fahren. Also hoffe mal das Beste. Also 12 Kilometer bis die Grenze ist und hier ist irgendwie, naja, ich hoffe wirklich, dass wir durchkommen. Es ist wirklich so, als ob diese Grenze niemand benutzen würde. Ich bin echt gespannt. Da vorne wird der Weg wieder geteert. Ich hoffe, wir haben Glück. Boah, es ist so warm. Die Sonne knallt so richtig. Es geht nur berghoch. Also und Suri und ich müssen jetzt mal Pause machen. Es ist so anstrengend. Wir sind jetzt auf 1000 Meter. Und Suri muss einfach die ganze Zeit laufen, sonst schaffen wir das nicht. Und wir müssen nur auf 1500 Meter hoch. Und ich habe auch nicht mehr so viel Akku. Also es wird schon wieder echt eine knappe Geschichte. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Weil hier kommt echt niemand vorbei. Und Suri, das müssen wir die Taschen einzeln den Berg hochtragen. Du bist echt fix und fertig. Fix und fertig. Viel zu heiß, viel zu heiß. Und es sind nur 32 Grad und morgen werden es 42. Fledermäuse. Die aktuelle Bilanz ist 8,5 Kilometer Weg bis zur Grenze und bis zur Bergspitze und 5 Kilometer Akku, 4 bis 5. Ich glaube, ich habe noch 4 Kilometer auf dem anderen Akku. Aber ich hoffe es auch einfach, dass das auch im Sportmodus geht. Das ist schon ganz schön steil. Ich bin noch echt kaputt von den letzten 2 Bergen. Zeichen von Zivilisation. Das heißt, wenn alles schief läuft, muss ich nicht zurück ins Tal. Das ist schon mal sehr gut. Stromleitung ist wie der heilige Gral. So, Wasser, Suri. Abkühlen, ne? So, jetzt habe ich Suri zum 4. Mal erfrischt. Noch eine Runde. Komm, Suri. Komm her. Da müssen wir irgendwie drüber. Ich glaube noch 300 Höhenmeter. So, wir haben jetzt noch 150 Höhenmeter und 6 Kilometer und 3 Akku habe ich noch. Das hoffentlich 4 auf dem anderen. Ich versuche das gerade schon in Tour ein bisschen zu verlängern. Das ist super anstrengend. Der Berg ist ganz schön steil. Das sind bis zu 10% Steigung. Ich bin echt gespannt, ob alles klappt, wie immer alles klappt. Eigentlich müsste es klappen. Aber wir werden sehen. Mal ein kleiner Blick zurück. Schon alles geschafft haben. Krass. 1400 Höhenmeter. Ich habe noch 1 Kilometer Rest und 4 bis zur Grenze. Das muss Dumitor sein. Ja doch, der eine Berg, der kommt mir bekannt vor. Den habe ich doch heute Morgen gesehen mit den Streifen. Krass, von 2000 Meter auf 1000, auf 1500. 1450. Ich glaube, dass wir den höchsten Punkt erreicht haben.
Ich habe den Akku jetzt schon mal ausgemacht. Wenn es jetzt nur noch 4 Kilometer geradeaus geht, habe ich es echt gepackt. 1 Kilometer Rest. Ein ständiges Rein und Raus, weil sobald es ein bisschen berg runter geht, mache ich Zuri rein. Und sobald es ein bisschen berg hoch geht, muss sie wieder raus. Bosnien, wir kommen! Das ist die Grenze. Das ist ja die lustigste Grenze ever. Haha, krass, und hier beginnt Bosnien. So ein bisschen interessant. So ein bisschen wie Slowenien und Italien, wo dann auch auf einmal die asphaltierte Straße aufgehört hat. Okay, und ab jetzt darf ich die Straße nicht mehr verlassen, wegen den ganzen Minen, die überall rumliegen können in den Wäldern. Das wird auch für dich, Zuri, auf dem Weg bleiben. Eigentlich hätte ich gehofft, dass der Berg jetzt runter geht. Aber irgendwie geht er immer noch hoch. Wir haben auf jeden Fall Montenegro nach 3693 Kilometern verlassen. Bosnien ist das erste, einzige, wahrscheinlich Land, auf der Reise zweimal betreten. Weil es gab ja schon mal einen kleinen Teil in Kroatien. Das zeigt jetzt nichts mehr an Reichweite an. Also er müsste jetzt eigentlich jede Minute stehen bleiben. Mal gucken, ob wir es noch über den Berg schaffen. Weil eigentlich müsste es runtergehen. Also ich sage jetzt mal ganz toll kühn, dass wir es geschafft haben mit dem Akku. Dass es jetzt nur noch berg runter geht. Nein! Oh, das wird schwierig mit Zuri auf dem Weg zu bleiben. Knappe Sache, ey. Der zeigt keinen Kilometer mehr an. Okay, Zuri, dann kommst du jetzt rein. Dann kommst du jetzt rein. Hast du geschafft, Zuri. So, jetzt war ich so verwöhnt von den montenegrischen Wegen. Das hier ist mal wieder super schwer zu fahren, weil man nur wegrutscht. Da muss man echt aufpassen. Also ich werde wohl halb runterlaufen müssen. Ich hoffe, dass hier bald Asphalt anfängt. Oh, weil das ist richtig ungeil. Irgendwie kommt mit der Berg runter nicht weniger schwierig vor als hoch. Man sich echt konzentrieren muss, dass das Fahrrad nicht umkippt und immer wieder ausbalancieren muss. Boah. Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana und dass da hinten ist Asphalt. Das ist für mich echt ein Traum, weil es dauert hier ewig, bis ich hier runterkomme. Das ist, ich habe schon gesagt, das ist rutschig und es ist ein bisschen nervig und ja, schwierig. Guck ich mal diese Straße an, da kann man doch gar nicht mit dem Fahrrad runterfahren. Es ist tatsächlich Asphalt. Geil. Oh Gott, das war anstrengend. So, jetzt habe ich nur noch, dass bald irgendwo ein Restaurant oder Café ist, dass ich den Akku laden kann. Dass hier irgendwo ein Restaurant vielleicht gibt. Café. Sieht hier irgendwie alles ausgestorben aus. Wir sind schon ziemlich selbstständig hier. Okay, mein Akku ist alle gegangen. Mal gucken, ob wir es jetzt tatsächlich mit Woman Power quasi noch bis zum, wo auch immer, Restaurant schaffen, Café. So, ich war gerade an der Tankstelle, habe ein Bier getrunken und einen Saft, um ein bisschen meinen Akku aufzuladen. Da nicht geklappt hat. Das heißt, so langsam glaube ich, ist vielleicht mein Ladegerät kaputt ist und nicht der Akku. Ich bin echt fertig, es ist echt spät, schon 7 Uhr. Und das war nicht so eine nette Erfahrung. Also gefragt, ob ich mit Visa zahlen kann, meinten die nur im Shop. Und ich, okay, kann ich in Euro zahlen? Noch keine Bank. So meinten die, ja, kein Problem. Naja, und im Endeffekt hat das 4,50 Mark gekostet, was diese Währung hier ist. Und die wollten mir dafür 5 Euro abziehen, obwohl 2 Mark 1 Euro sind. Das habe ich doch 4 Euro für bezahlt. Was ich ein bisschen dreist finde, aber gut. Jetzt glaube ich, dass es hier irgendwo eine Bank gibt. Ich glaube, ich muss mir vielleicht, es gibt ein Hotel in der Stadt. Ich werde mal fragen, was hier ein Zimmer kostet, weil ich muss irgendwie das mit den Akkus hinkriegen, dass die laden. Sonst habe ich echt ein Problem. Ja, das Hotel nimmt keine Hunde auf. Jetzt hat er angeboten, mich aufzunehmen. Ich bin mal gespannt, weil er spricht kein Wort Englisch oder Deutsch. Wir können uns nicht verständigen. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Und er wohnt 5 Kilometer außerhalb und ich habe keinen Akku mehr. Das ist echt beschissen ist.